Moin und willkommen, liebe Mystery-Freunde. Berichte von unbekannten Objekten am Himmel, die wir heute UAPs oder UFOs nennen, die hat es seit jeher gegeben. Sie hat es vor Jahrhunderten gegeben und sie hat es auch schon in der Antike gegeben, wie verschiedene Chronisten berichten. Ihr kennt wahrscheinlich einige meiner Videos zu diesem Thema und einige lassen sich durchaus naturwissenschaftlich erklären, solche Erscheinungen, also dass da tatsächlich etwas Natürliches gesehen wurde. Andere lassen sich nicht so erklären und es gibt immer wieder in der Mystery-Szene zwei Klassiker, zwei Beispiele, und zwar in Sachen Objekte bzw. rätselhafte Erscheinungen über Nürnberg und über Basel, da ja da auch Flugblätter von existieren. Das wird seit Jahrzehnten diskutiert, aber so etwas wurde überall zu allen Zeiten gesehen, überall auf der Welt, nicht nur über große Städte wie halt Nürnberg oder Basel, sondern auch in kleinen einsamen Regionen, zum Beispiel im Himalaya, aber auch bei uns in Deutschland. Und ich habe für dieses kleine Video mal ein Beispiel herausgesucht, und zwar hat sich das in Norddeutschland ereignet, in einem kleinen winzigen Nest nahe der dänischen Grenze. Da schauen wir mal, was denn da geschehen sein soll. Das Ereignis selber fand statt am 9. Oktober 1528, also vor rund 500 Jahren. Und zwar über dem kleinen Ort Vestre. Das ist ein winziges Nest an der dänischen Grenze und ist heute auch noch ein kleines Nest. Ich war schon sehr oft dort und vor 500 Jahren war es natürlich noch wesentlich kleiner. Aber ein Ambrosio Pare, er schildert eine bizarre Sichtung, die sich an diesem Tage dort ereignet haben soll. Und die Urquelle, das ist ein kleines Büchlein, das heißt Auslegung über den erschröcklichen Kometen von Peter Kreuznach, befindet sich heute in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Das war jetzt nur die Kurzform des Titels. Der Titel ist wesentlich länger und es erschien schon auch im Jahre 1528 in Nürnberg. Es ist wirklich ein winziges Büchlein nur. Es sind 16 Seiten, 8 Blätter, also beidseitig beschrieben natürlich. Papier ist kostbar und darin wird diese unheimliche Sichtung eines schrecklichen Kometen über Vestre detailliert beschrieben. Denn es sei ein grausamer Komet gewesen, der von manchen Menschen dort gesehen wurde. Er sei 1 Stunde und 15 Minuten am Himmel zu beobachten gewesen von den Zeugen dort. Und wörtlich heißt es dort in diesem Papier von 1528 in dem Büchlein, ein ganze Stund und ein Viertel. So wird es dort beschrieben. Also 1 Stunde und 15 Minuten sei diese Sichtung dort präsent gewesen vor den Augenzeugen in Vestre. Das Objekt selber sei von Osten herangeflogen gekommen, wäre blutrot oder auch bleichrot-gelb bzw. gelb-rot gewesen. So wird es da beschrieben in diesem kleinen Heft. Und sein Haupt oder sein Anfang sei ein gebogener Arm gewesen. Und in der Hand dieses Arms habe sich ein Schwert befunden, an dem 3 Sterne zu sehen waren. Es waren also quasi auf der Klinge 3 Sterne angebracht. Und der erste Stern sei der größte und der hellste gewesen. Das ist schon mal ausgesprochen ungewöhnlich. Was mag denn damit gemeint gewesen sein? Aber auch an den Seiten dieses erschreckenden Himmelszeichens waren seltsame Strukturen oder Gebilde zu sehen. Und zwar wird in dem Schreiben, in dieser Veröffentlichung davon gesprochen, dass zahlreiche Spieße, Klingen und blutige Schwerter zu sehen gewesen sind. Und dazwischen, so heißt es wörtlich, viel großer Flammen, die ganz hell und fürchterlich erschienen. Ebenso seien hin und wieder während dieser Erscheinung unheimliche Gestalten bzw. unheimliche Gesichter im Kontext dieses seltsamen Phänomens beobachtet worden. Und da heißt es dann auch wörtlich, etlich viel Angesichter, ganz haarig am Haupt, und sie seien auch mit Bärten ausgestattet gewesen. Und in der Bevölkerung von Vestre, wo dieses Objekt von Osten her herangeflogen kam, da brach Panik aus. Angeblich seien, so wird es zumindest da berichtet, einige erkrankt und andere quasi vor Schrecken sogar gestorben. Es hat also Todesfälle gegeben, nachdem die Menschen oder während die Menschen dieses unheimliche Spektakel am Himmel dort für über 1 Stunde lang sehen konnten. Gegen Mittag verschwand dann dieses böse Omen, dieses böse Zeichen Gottes endlich.
Und war es jetzt nur wunderlich Zeichen und grausam Komete, wie es da beschrieben wird? Denn Kometen waren selbstverständlich vor 500 Jahren schon bekannt. Man wusste natürlich nicht, wo kommen sie genau her, was ist die Ursache. So wird auch in diesem kleinen Heft, auf diesen 16 Seiten, unglaublich viel spekuliert im Sinne von ein Zeichen Gottes quasi. Er will die Menschheit zum Wandel auffordern und es wird sehr, sehr, sehr viel astrologisch bzw. astronomisch da spekuliert in Sachen Planetenkonstellationen mit Saturn und all solche Dinge. Denn ich sagte ja, dieses Heftchen, das hat 8 Doppelseiten, also 16 Seiten, nicht ganz 16 Seiten mit Titelblatt. Und das ist schon ein enormer Umfang nur für eine solche Schilderung, für einen solchen erschreckenden, schrecklichen Kometen. Aber es geht halt hauptsächlich darum, dass das astronomisch interpretiert wird als Omen, als Zeichen Gottes, der quasi die Menschheit verderben will. So kann man es tatsächlich auch schon sagen. Aber was mag das für eine Erscheinung gewesen sein? Ein Donnerstein, das kennt man, diese Beschreibung, da fällt donnernd ein Stein vom Himmel, ein Meteor, oder eine Sternschnuppe, ein Bolide, ein Feuerball am Himmel, die sind kurzzeitig nur am Himmel zu sehen. Halt, Sternschnuppen kennt ihr natürlich auch, habt ihr alle schon gesehen. Das zeigt sich nicht 1 Stunde und 15 Minuten am Himmel, kommt von Osten und verschwindet erst gegen Mittag. Das ist wirklich erstaunlich. Ein Komet wiederum, der ist wesentlich länger zu sehen. Teilweise sieht man ja Kometen auch monatelang am Himmel. Man denke nur an den Kometen Hale-Bopp aus den 1990er Jahren. Wie lange man den zur Osterzeit am Himmel sehen konnte, ist natürlich dann später auch verschwunden. Aber ein Komet, der nur 1 Stunde und 15 Minuten am Himmel zu sehen ist, das ist dann auch schon wieder ungewöhnlich. Was auch sehr auffallend an der Beschreibung dieses seltsamen Objektes am Himmel ist, ist der Umstand, hier wird nirgendwo etwas von einem Schweif oder Schwanz berichtet, sondern nein, ein gebogener Arm mit einer Hand, mit einer Klinge, mit Sternen und der erste Stern sei der größte. Seltsame Fratzen oder Gesichter, bärtige Häupter wurden dort gesehen im Kontext dieser Erscheinung, beziehungsweise es wurde etwas gesehen, was so interpretiert wurde. Das muss man natürlich ganz klar unterstreichen. Und dann irgendwelche Klingen, Äxte, Schwerter oder so, die da so abstanden. Ausgesprochen kurios für eine natürliche Himmelserscheinung. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich einfach naturwissenschaftlich als Komet oder meinetwegen Asteroid oder Bolide interpretieren könnte, aber wie soll man so etwas sonst deuten? Haben wir hier ein 500 Jahre altes Phänomen vorliegen, das wir heute einfach UFO, UAP oder fliegende Untertasse nennen? Ist es einer dieser unzähligen Beispiele aus der frühen Neuzeit, aus dem Mittelalter bis zurück in die Antike, wo Chronisten, Zeugen und auch mittelalterliche Flugblätter und theologische Propagandaflugblätter, auch das muss man unterstreichen, berichten, dass etwas Ungewöhnliches am Himmel erschienen sei? Ich finde sowas hochinteressant. Gebt mal gerne ein Feedback. Was haltet ihr von dieser Geschichte, von diesem Bericht aus dem kleinen Ort Westra an der dänischen Grenze, den ich euch übrigens unten einmal verlinken werde, denn man kann ihn kostenlos bei der Bayerischen Staatsbibliothek in München herunterladen, habe ich nämlich auch getan. Und ich verlinke euch noch ein paar andere Videos zu solchen Sichtungen, zu den Themen von UFOs im Altertum oder UFOs in der Antike, UFOs in der Vergangenheit. Ausgesprochen spannend, gerne ein Feedback, wie gesagt, Daumen hoch und ein Abo, wenn euch so etwas interessiert. Dann sage ich mal Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Euer Lars.